bleibe bis 2028. Samstag wartet Union. Über all das sprechen wir jetzt. Hier bin ich angekommen. Relativ schnell habe ich mich wohlgefühlt, aber klar ist, dass du dich so richtig daran gewöhnst, dass du hier spielst. Das dauert dann auch einen Augenblick noch, aber ja, mittlerweile kenne ich fast nichts mehr anderes. Ne? Ich glaube, es ist ein Gesamtpaket einfach, was einfach dazugehört. Ich finde, wir haben erstens in der Mannschaft hier einfach eine großes Potenzial, um viel zu erreichen, und ich möchte einfach Teil davon sein, dass wir dieses Potenzial auch ausschöpfen können. Und es ist ein Wahnsinnsgefühl, immer wieder in diesem Stadion spielen zu dürfen. Es ist ein Riesenprivileg. Es macht eine Freude. Es motiviert auch immer von jedes Wochenende wieder aufs Neue. Auch da glaube ich, ist es auch ein Prozess, wo du Stück für Stück natürlich auch reinwächst, wo du Schritte machst, wo du neue Erfahrungen dazu gewinnst. Und ich glaube, das ist etwas, was nach und nach auch entstehen muss. Das ist nicht etwas, wo du dann einfach sagst, hey, ich übernehme jetzt mehr Verantwortung und dann ist es so, sondern das ist ein Prozess, wo du Stück für Stück einfach an dir arbeiten musst, und irgendwann findet dann die Mannschaft, ob du Verantwortung übernimmst oder nicht. Das ist weniger von dir selber, wie du auch von außen angesehen wirst dann. Ich glaube, es gibt nichts, was wir uns hier alle mehr wünschen, und wir sind auf jeden Fall bereit, auch alles dafür zu investieren. Es ist ein sehr, sehr schwerer Weg, das haben wir auch letztes Jahr wieder gespürt. Es ist extrem hart, es gehört viel dazu, man muss viel einstecken können, viel aufopfern auch, aber ich spüre das, wir sind da alle dafür bereit, und wir haben einen riesen Hunger auf Erfolg, und ja, es wird Zeit, dass wir das auch einfach auch hinkriegen. Es hat angefangen schon im Winter, wo wir angefangen haben, diese Siegesserie zu holen. Jedes Wochenende mit den Fans die Siege zu feiern, die Lieder zu singen, da auf dem Platz zu stehen. Ja, man merkt einfach, du hast hier einfach einen Kern, wo extrem supportet uns als Team. Das spürst du auch als Spieler. Und ja, es ist sicher etwas sehr, sehr Spezielles gewesen. Das ist so, wo auch jeder sofort gemerkt hat, was nicht selbstverständlich auch ist. Und das hat schon eingefahren auch, ja. Ich bin sicher sehr willig, weiterzukommen, neue Sachen zu lernen, auch mal Sachen auszuprobieren, mir neue Fähigkeiten auch anzueignen. Ich versuche mitzuspielen mit der Mannschaft. Ich versuche meine Stärken auf der Linie natürlich auch auszuspielen, mit meiner Größe, mit meiner Physis, wo ich da auch habe. Und im 1 gegen 1 natürlich mich auch groß zu machen und auch da eben meine langen Arme und meine langen Maße, die ich auch habe, richtig einzusetzen da. Und ja, auch einfach von hinten der Mannschaft ein gutes Gefühl zu geben, eine Sicherheit zu geben, dass sie sich auf mich verlassen können, und dann einfach helfen, nach vorne zu pushen auch. Ja, erster Spieltag letztes Jahr ist sicher keine einfache Szene. Was sehr, sehr gut war in dem Moment war, dass ich eigentlich mit dem Querpass, wo ich erkannt habe, er will nicht schießen, schon Druck gemacht habe. Also wenn du schaust, ich habe fast keine Reaktionszeit, weil ich schon so ein bisschen antizipiere, dass jetzt der Querpass kommt und ich auch im Augenwinkel den Schick sehe, wo alleine steht, wo gefährlich ist. Ich erkenne da den Raum sehr, sehr schnell und verkürze dann den Winkel, um einfach das Tor klein zu machen. Und danach natürlich werde ich auch angeschossen. Ich mache mich groß, ich sehe auch ein bisschen, wo er hinschießt, das ist auch so ein bisschen Gefühl dann. Und ja, das war auf jeden Fall wichtig, dass ich da früh erkannt habe und dann Druck gemacht habe, groß gemacht habe, da geblieben. Ja, es war nicht einfach, weil du halt sehr schnell
Da geht es meistens darum, die Situation halt genug schnell zu erkennen. Weil wenn du ein bisschen zu lange brauchst, dann ist der Raum zu groß und dann kannst du das Tor eigentlich fast nicht mehr verteidigen. Ja, ich habe da so ein bisschen im Spiel, man sieht es fast gar nicht in der Szene, ich dachte im Spiel noch, ich habe es noch mehr gemacht. Ich habe gesehen, dass er in der Mitte so ein bisschen frei ist. Aber ich wollte ihm dann so ein bisschen das kurze Eck anbieten, weil ich auch weiß, dass es da für einen Spieler nicht einfach ist, manchmal ob querlegen, ob er selber gehen will. Und ich habe dann versucht, hier, man sieht es ein bisschen, ich mache das kurze Eck, lasse ich noch kurz so ein bisschen auf und mache es dann halt zu. Es war so ein bisschen mein Game, deswegen habe ich auch dann auf dem Ding gezeigt. War ganz witzig, ja. Da war ganz, ganz früh im Spiel. Das ist meistens noch so ein bisschen, ja, muss halt direkt da sein. Und bei dem ist halt klar, weil es abgefälscht ist, verändert sich da der Ball so ein Stück weit. Was da jetzt für mich gut war, dass der Ball nicht die Richtung verändert hat. Also nur, ob er jetzt halt flach oder hoch kommt. Er senkt sich hinten ein bisschen rein, das macht es sicher schwer. Aber ich war schon ein bisschen rechts, also mit dem Gewicht. Und wenn der dann rechts bleibt, das macht es natürlich einfacher, wie wenn er jetzt die Richtung wechselt. Das ist fast das Schwierigste, wenn er abgelenkt ist. Wenn du als Torwart bist du meistens tot, wenn du schon mit dem Gewicht auf einer Seite bist, dann kommst du nicht mehr rüber. So war eine ordentliche Parade, auf jeden Fall, habt ihr gut rausgesucht. Waren jetzt nicht so viele einfache da. Zum Beispiel die gegen Stuttgart, wo viel gezeigt wurde, ist sehr, sehr einfach. Das ist sehr dankbar als Torwart. Er kommt langsam, er kommt schön zum Fliegen. Das sieht gut aus, aber von der Schwierigkeit her ist es wahrscheinlich das Einfachste da. Ne? Ich glaube, ich bin da eben von einer Verletzung zurückgekommen, war zuerst ein Heimspiel. Auswärts dann in Union. Die haben vor dem Spiel den Platz auch nicht bewässert gehabt. Das war sehr trocken. Und ich habe dann einfach noch die Stollen, wo im Sommer noch drauf waren, wo ein bisschen kürzer sind, habe ich drauf gehabt. Bin dann ausgerutscht. Ja, das war jetzt mehr vielleicht so ein bisschen, hätte man vielleicht vermeiden können, aber das sind Situationen, das ist kein technischer Fehler, das ist kein taktischer Fehler, das ist einfach, ja, einfach ein Fehler, der entsteht, wo man auch gar nicht unbedingt so viel analysieren muss am Ende, sondern einfach sagen muss, ja, war scheiße, musst du mit umgehen, musst du akzeptieren und muss halt weitergehen dann, genau. Es ist ein sehr abgezocktes Team, wo wir extrem konzentriert spielen müssen, 90 Minuten, wenig zulassen und die Chancen, die wir dann auch haben, weil es kann auch sein, dass es wieder nicht viele werden, weil sie einfach sehr gut und kompakt stehen, dass wir die dann nutzen. Und ja, es braucht sicher eine sehr disziplinierte Vorstellung von uns. Okay, Greg, Statistikquiz gepaart mit einem Reaction-Test. Mit wem standest du beim BVB bisher am häufigsten auf dem Platz? Mats Hummels oder Julian Brandt? Das ist richtig. Julian Brandt, 76 Spiele habt ihr schon zusammen für den BVB gestritten. Ja, Julian ist auch der Dauerbrenner. Wie viele Spiele hast du bisher für den BVB gemacht? Entweder über 90 oder unter 90? Ist auch richtig. Das sind 84 Spiele bisher. Wie viele weiße Westen hast du bisher beim BVB gesammelt? Entweder über 25 oder unter 25? Ja, richtig, über 25. Du hast schon 29 Mal zu 0 gespielt. Hast du häufiger zu Hause oder auswärts zu 0 gespielt? Richtig. 17 Mal hast du schon im Signal Iduna Park zu 0 gespielt. Sehr lieber, was das ausmacht. Wie viele Elfmeter hast du schon beim BVB gehalten? Über oder unter 2? Ja, genau, es sind genau 2 gewesen. Sehr gut. Der kam schön rein, ja. Gut, gut. Ja. Wie viele Minuten bist du bisher für den BVB aufgelaufen? Sind das über 7.000 oder unter 7.000? Keine Ahnung. Über oder unter? Ich hätte gesagt über vielleicht. Ja, ist richtig. 7.470. Gegen wen hast du dein erstes Bundesligaspiel für den BVB gemacht? Leverkusen oder Frankfurt? Frankfurt hatte ich einen Augenblick, muss ich überlegen. Sehr gut, ist auch richtig. Ja, sehr gut. Also Reaktionstest und Quiz bestanden. Sehr gut. Sehr gut, super. Zum Schluss, wie immer, alle schwarz-gelben Termine.